Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Menschen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Vaterschaft, Weiblichkeit, Männlichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jedem und jeder von uns steckt. Hier erwarten dich tiefgehende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen ganz persönlichen Weg. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also, lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. In dieser Folge tauschen wir die Rollen. Normalerweise stelle ich die Fragen und öffne die Räume. Diesmal werde ich jedoch selbst interviewt von meiner Praktikantin und Studentin Laura, die mich mit neugierigen, ehrlichen und tiefgreifenden Fragen durch das Gespräch führt. Wir sprechen über das Wunder der Schwangerschaft, über die Herausforderungen und Chancen von Mutterschaft und über die körperlichen, emotionalen und gesellschaftlichen Aspekte weiblicher Gesundheit. Ich teile meine Erfahrungen als Hebamme, als Frau, als Mutter und meine Sicht auf die Veränderungen, die Frauen in dieser Phase durchleben. Eine Folge voller Wissen, Herz und sanfter Tiefe, offen, echt und voller Verbindung. Lehn dich zurück und lausche dem Gespräch zwischen zwei Generationen mit allem, was darin schwingt. Hallo Laura. Hallo Sala. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass ich wieder mal Platz getauscht habe. Du machst gerade bei mir Praktikum als Hebammenstudentin, bist fast fertige Hebamme. Wir verbringen schon das 2. Jahr viel Zeit miteinander und teilen alles, weil es anders nicht geht in dieser Situation, was manchmal total intensiv sein kann. Und es freut mich sehr. Erstens freut es mich wieder, dass du bei mir im Praktikum bist. Und zweitens freut es mich, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu führen. Danke für deine Einladung. Ganz freiwillig sitze ich jetzt nicht auf diesem Sofa. Und dass ich gerne habe, wenn Studentinnen im Praktikum gechallenged werden. Aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt Rollen tauschen und ich einmal in die Rolle schlüpfen darf, dir Fragen zu stellen, weil ich die ganz, ganz oft in deinem Arbeitsalltag beobachte, wie du Schwangere, wie du Wöchnerinnen, wie du Paare Fragen stellst und zu deinen Antworten kommst. Und heute nutzen wir die Gelegenheit, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und deine Meinungen zu hören. Und ich freue mich voll. Ja, ich mich auch. Ich habe da ein paar Fragen aufgeschrieben und ein paar Notizen. Und ich würde voll gern mit dir, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit so einer This or That Runde starten. Ich mache alles, was du dir ausgedacht hast. Perfekt. Wo ich dir 2 Wörter vorlese und du entscheidest die für das oder für das. Okay. Okay? Berge oder Meer? Meer. Morgenmensch oder Nachteule? Mehr Nachteule als Morgenmensch, aber eigentlich kann ich beides, aber mehr Nachtmensch. Mehr Nachtmensch. Wenn ich in der Früh schlafen kann, mehr Nachtmensch. Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Eindeutig. Das kam schnell. Buch oder Film? Hörbuch. Hörbuch. Warum? Weil ich die meiste Zeit meines Lebens im Auto verbringe und nicht dazu komme, Bücher so zu lesen. Und wenn es einen Vorteil gibt dessen, dass ich so viel Zeit im Auto verbringe, ist die Möglichkeit, Hörbücher zu hören. Voll schön. Praktisch auch, weil dann kann man das gut verbinden. Ja, oder? super praktisch. Ja. Super Voll praktisch. wertvoll. Das ist echt ein Riesenvorteil, ja. Kalte oder warme Dusche? Zuerst warm und dann kalt. Wirklich? Ja, mostly. Und Am wie lange Abend, kalt? in der Früh auf jeden Fall. Okay. Richtig also kalt. in der Frühdusche. Mit kaltem Nach Ende. dem Workout, Dusche, zuerst warm und dann kalt, ja. Okay. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Beides, aber mehr Sonnenuntergang probably.
aber ich liebe beides. Schwierig. Schwierig. Verstehe. Beides. Beides, okay. Kann man Nehmen beides wir. auch sagen? So, kann man auch sagen. Beides. Chaos oder Ordnung? Beides. Beides? Wo du wohnst oder im Kopf? Wo ich wohne. Nein, eigentlich, nein. Ordnung. Ordnung, okay. Ich sehe aber, wenn es chaotisch ist, kann aus diesem Chaos, ich sehe im Chaos tiefe Ordnung drinnen grundsätzlich, aber um mich herum habe ich gerne Ordnung, ja. Okay. Und im Kopf auch? Oh, ich hätte es gerne immer in Ordnung, aber es ist nicht immer in Ordnung. Also es ist manchmal chaotisch in meinem Kopf und das ist einfach Fakt, ja. Okay. Ich habe gern, wenn ich es dann sortieren kann, ja. Und eine letzte Frage. Intuition oder Erfahrung? Das Beste ist die Kombi von beiden. Okay, also beides. Okay, Dankeschön. Ich habe mir das überlegt, dass wir einfach ganz locker in die Podcast-Runde starten. Und jetzt würde ich gerne weitergehen in deine Welt. In deine Welt von Hebammerei, Frauengesundheit und Mutterschaft. Und ganz am Anfang würde mich interessieren, ob du das Gefühl hast, dass junge Frauen in Bezug auf ihren Zyklus manche Dinge gar nicht lernen und was sie unbedingt wissen sollten. Also, ich glaube oder ich beobachte, dass sich das sehr verändert. Dass die jungen Frauen immer interessierter werden, wer sie sind, was sie ausmacht und dass sie mehr Interesse daran zeigen, wie sie wirklich als Frau funktionieren, was unmittelbar mit ihrem Zyklus verbunden ist, weil das ist unsere Base. Und natürlich, also da sehe ich definitiv eindeutige Tendenz dazu, dass das passiert. Ich sage überhaupt nicht, dass jede Frau das weiß. In der Art und Weise, wie ich finde, dass es wir Frauen brauchen, wird aber dieses Mittel, also wird aber das in den Institutionen so noch nicht vermittelt. Und ich glaube, dass es da noch eine total andere Dimension und total ein anderes Bewusstsein noch darüber gibt, in das man eintauchen kann, um das noch besser zu verstehen. Weil noch immer werden wir in Bildungsinstitutionen, ich glaube auch relativ egal, in welcher Schule und dann auch später noch im Studium wir uns befinden, wird noch ein sehr materieller, technokratischer Blick auf den Zyklus eigentlich gelehrt, der schon ein Teil der Geschichte ist, aber nicht alles ist. Ich finde, es ist viel mehr, unser Zyklus ist viel weiser, viel tiefer, viel breiter, als dass wir lernen, wann unsere fruchtbaren Tage sind, welche Hormone wann ausgeschüttet werden und wann ich verhüten muss. Sondern dass die tiefe Lebensweisheit in unserem Zyklus liegt. Und in der Art und Weise wird es immer mehr diskutiert und es wird immer mehr Diskurs darüber in der Gesellschaft. Aber so in den Institutionen, wo jede von uns einmal im Leben hingeht, noch nicht. Und das würde ich mir wünschen, dass sich das noch tiefer verändert. Und wie glaubst du, kann sich das verändern? Oder was kann eine junge Frau vielleicht selber machen? Ich glaube, dass sich das dadurch schon echt sehr verändern wird, weil es gibt zu jeglicher Entwicklung, die wir als Menschen auf die Beine stellen, gibt es Sonnenseiten, es gibt Schattenseiten. Wenn Social Media eine Sonnenseite hat, dann ist es definitiv die, dass wir da Information einfach unglaublich gut verbreiten können. Dass wir jegliche Information gut verbreiten können, ist klar. Aber dass dieses Frauenwissen über den weiblichen Zyklus mehr zum Thema wurde oder dann auch später Perimenopause, Menopause, dazu hat uns Social Media unglaublich verholfen, weil die junge Generation
Und da gehörst du schon dazu. Ihr seid unglaublich affin, was das angeht. Das ist ein Teil, das ist fast so wie ein verlängerter Arm von euch. Das ist ein Teil von euch. Und ihr habt da schon eine sehr natürliche Art und Weise, damit umzugehen und euch da die Information zu holen. Und diese Information ist viel schneller verfügbar, als es dauert, bis es in einem Lehrbuch einmal drin steht. Absolut. Und deswegen glaube ich, dass das eine unglaublich geniale Möglichkeit ist, dieses Wissen zu verbreiten. Ja. Dass es natürlich auch für jüngere Generationen ein Fluch ist, weil anderer Druck, also zu anderen Themen entsteht auf Social Media, ist eine andere Geschichte. Aber wenn es einen Vorteil gibt, das ist definitiv einer davon. Und das verhilft uns Frauen, das Wissen in einer Schnelligkeit zu verbreiten, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat, einfach. Das finde ich grenzgenial. Wir brauchen nicht noch die nächsten 100 Jahre warten, bis junge Frauen, bis junge Mädchen Zugang zu diesem Wissen haben. Ja. Und das gezielt zu nutzen, als Institution zum Beispiel auch, als die verantwortlich sind für Bildung in der Gesellschaft, würde ich super, super großartig finden. Ja. Zum Beispiel. Dass es nicht nur Privatpersonen sind, sondern dass es Organisationen und Politik, die auch dafür zuständig ist, Wissen zu vermitteln, einfach wirklich schneller aufnimmt und da gezielt Bildung betreibt. Ja, und veröffentlicht. Und veröffentlicht, ganz genau. Ja, voll guter Gedanke. Und deswegen bin ich total zuversichtlich. Ich bin total zuversichtlich, vor allem auch noch eins kommt dazu, dass die jüngere Generation schon ein anderes Bewusstsein darüber hat, dass es nicht nur Recht hat, sondern dass es interessant ist, das alles zu wissen. Dass man das Wissen mag. Ja. Dass es nicht egal ist und dass man sich diesen Raum in der Gesellschaft einfach nehmen kann und grundsätzlich im Leben, in den Beziehungen. Dass das nicht etwas ist, was wie ein Lippenstift ist, sondern das ist mein Core. Das ist mein Core-Wissen, das ist meine Core-Bildung, zu verstehen, wer ich bin als Frau und dass ich mir diesen Raum erlaube zu nehmen. Die Generation von mir noch, wir mussten erst lernen, wir haben diese Idee in uns getragen, die war aber mehr im Gehirn als verkörpert, dass wir uns diesen Raum selbstverständlich nehmen, ohne schlechtes Gewissen oder Scham zu empfinden. Da seid ihr schon ganz anders drauf und das macht mich glücklich. Und ich sehe, dass es natürlich, jede Generation hat ihre Themen, die es einfach irgendwie transformieren kann. Also wenn wir das in unserem Kopf geschafft haben, dass wir diese Freiheit zumindest schon im Kopf erlangt haben, verkörpert ihr das schon viel mehr in dem Alter, wo wir es noch nicht so verkörpert haben. Und es ist wunderschön. Voll eine schöne Antwort. Danke. Ja, voll gern. Wenn wir jetzt die junge Frau hinter uns lassen und weitergehen zu der Frau, die schwanger ist. Ich höre die ganz, ganz oft in den schwangeren Visiten vom Loslassen sprechen. Du sagst da immer so schön, dass die Geburt das größte Loslassen überhaupt ist und das beginnt in der Schwangerschaft. Aber ich würde jetzt gerne wissen, was ist eigentlich Loslassen für dich? Und wie kann man sie darin üben? Weil es ein schwieriger Prozess ist. Ja, ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess. Und also das größte Loslassen, das vorletzt größte Loslassen ist für mich die Geburt. Das größte Loslassen ist, wenn wir den Körper verlassen. Und wenn wir uns verkörpern, wenn wir auf diesem Planeten landen, dann also ich glaube daran, dass es nicht nur einen Körper gibt, sondern dass es noch eine Energie und eine Seele oder wie auch immer man das bezeichnet gibt, etwas, was uns belebt. Und dass das nicht aus der Materie heraus entsteht, sondern dass das eine externe Entität ist, die sich dann mit den Materiellen verbindet. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dazu brauche ich keinen wissenschaftlichen Nachweis für mich persönlich,
sondern das glaube ich zutiefst. Das ist ein tiefster Glaube, den ich in mir trage, dass das so ist. Und genau, das muss mir niemand physikalisch beweisen. Es ist eine Intuition und ein Wissen in mir und ich vertraue dem. Das ist mein Weltbild. Und ich glaube, dass es eine Evolution im Laufe des Lebens ist, dass wir, damit wir da sein können, zuerst Sachen brauchen, an die wir uns anhalten. Und das sind nicht nur materielle Sachen, das sind auch die Vorstellungen, die wir in unserem Gehirn, in unserem System kreieren. Vorstellung von uns selbst schon einmal. Ja, dass wenn wir in den Spiegel schauen und eine Idee davon haben, aha, das ist Reflexion von mir, von meiner Energie, von meiner Materie. Und an diese Sachen halten wir fest, damit wir uns orientieren können irgendwie. Wenn wir jetzt ganz in Quantenphysik, Metaphysik hineingehen, dann kann man darüber diskutieren, ob das jetzt einfach dichtete Energie ist, das, was wir materiell sehen, oder was ist das eigentlich. Aber das ist gar nicht so primär, was mich interessiert, sondern wir brauchen Materielles, ob das jetzt verdichtete Energie ist, das Materielle, das ist jetzt nicht so wesentlich, damit wir uns orientieren, anhalten können und eine Idee haben, wie wir das Leben kreieren können. Wie können wir durchs Leben gehen? Und wenn das zu starr wird, dann erlauben wir uns wenig Flexibilität hineinzubringen. Und dann wird Flexibilität für uns einfach, also wenn etwas dann aus der Reihe passiert, kommen wir dann sehr leicht durcheinander, weil wir eine Idee dessen haben, wie der Weg ist. Und so ist aber das Leben nicht. Wir haben so oft erlebt, dass das Leben auf diesem Planeten, auf dem wir uns da alle befinden, sehr oft unpredictable ist, dass es anders verlaufen kann, als wir uns das gedacht haben. Und wenn dann unerwartete, unberechenbare Sachen passieren, dann kann uns das richtig erschüttern im Leben. Und wenn wir diesen Muskel des Loslassens nicht üben, dann kann das Leben so richtig stressig sein für uns. Und für mich ist dieses Loslassen ein Muskel, den wir dann bewusst ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben kreieren können, weil alles, was wir uns an Gedankengut und materiellen richtiger Umgebung anhäufen, machen wir es, um uns sicher zu fühlen. Aber letztendlich dient es uns nicht. Irgendwann müssen wir es loslassen, damit wir mehr Weite und andere Möglichkeiten hineinbringen. Und wir tendieren womöglich dazu, an Sachen festzuhalten, damit wir uns sicher fühlen. Weil wenn etwas unberechenbar ist, dann stresst uns das. Und was uns allen gewiss ist auf diesem Spiel auf der Erde, ist, dass wir aber einmal dass wir nicht ewig leben werden. Das heißt, wir werden einmal sterben. Und ich glaube, es ist auch zum Teil diese Angst vor dem Tod, die uns dazu so ein bisschen treibt. Also letztendlich ist es sehr paradox und sehr paradox, dass wir wissen, wir werden einmal sterben und versuchen, so unglaublich vieles im Leben zu machen, um an dem festzuhalten, was wir nicht festhalten können. Und wenn jetzt eine Schwangere zu mir kommt, dann weiß ich, dass sie eine gewisse Vorstellung davon hat, wie das jetzt verlaufen wird. Das, was sie in der Schule gelernt hat, das ist von ihren Vorfahrinnen und von ihrer Umgebung, von Freundinnen eigentlich vermittelt gekriegt hat. Und dann macht sie sich selbst, dann kreiert sie selbst Vorstellungen in Bilder in ihrem Kopf darüber, wie das sein wird. Und es ist gut, dass wir das machen. Meistens
machen wir es so automatisch, dass uns das gar nicht bewusst ist. Ich weiß aber, dass diese Energie der Geburt und dieser Weg der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts eine sehr prägende Zeit im Leben von uns Menschen ist. Und dass diese Energie, vor allem der Geburt, so kräftig ist, dass manchmal diese Bilder, die wir uns kreiert haben und Vorstellungen, wie das ist, das übersteigt das alles. Das zerfegt es einfach, weil das eine so starke Kraft ist, von der wir vorher, wenn wir noch kein Kind geboren haben als Frau, keine Ahnung haben. Und wenn wir dann versuchen, diese Kraft mit unseren Gedanken, die materiell sein können, zu kontrollieren, festzuhalten, dann steht uns das unglaublich im Weg, weil die Geburt nichts ist, was ich erstens kontrollieren kann. Diese Kraft kann man nicht kontrollieren. Ich rede jetzt nicht davon, dass man die Geburt nicht leiten kann. Wir leiten sie, aber kontrollieren von dieser Kraft, das geht sich nicht aus. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wir können es nicht kontrollieren und wir müssen unglaublich viele Vorstellungen dessen, was wir bis zu diesem Zeitpunkt geglaubt haben, dass wir in der Lage sind zu schaffen, über Bord werfen, weil das viel größer ist, als wir uns jemals ausgemalt haben, dass wir schaffen. Mhm. Und weil das ein tiefes Ankommen ist oder Eindocken an eine Kraft in uns, von der wir keine Ahnung haben, wenn wir nicht einmal dort den Finger reingesteckt haben und uns damit connected haben. Und je besser die Frau diesen Muskel schon vorher trainiert, dass im Loslassen eigentlich die größte Kraft dient, und das kann man in Kleinigkeiten trainieren, umso besser wird es ihr gelingen, auch unter der Geburt nicht zu kontrollieren und sich dem Fluss des Lebens eigentlich hinzugeben. Und wenn ich jetzt als Hebamme sagen kann, dann kann ich definitiv sagen, je besser es eine Frau schafft, sich dieser Kraft hinzugeben und nicht zu glauben, dass sie dafür zuständig ist, es zu kontrollieren und dass sie es kontrollieren muss und dass sie es kontrolliert, weil sie so Panik hat vor dem anderen, was sie nicht kennt, weil Kontrolle zu verlieren ist echt hart für uns Menschen. Umso einfacher so wird dieser Prozess für sie sein. Das heißt nicht, dass sie das nicht intensiv empfindet. Das heißt nicht, dass wir da immer von einer Spontangeburt reden, weil auch wenn eine Geburt in einem Kaiserschnitt landet, der manchmal geplant ist und manchmal ergibt er sich aus der Situation, ist diese Kunst des Loslassens unglaublich wichtig. Und je besser es gelingt, umso besser sehe ich dann retrospektiv in Frauen, können sie das in ihrem Leben integrieren. Und deswegen sage ich das den Frauen, und das ist für mich Loslassen. Und wir Frauen, also das ist für mich Loslassen. Und wir Frauen üben uns Monat für Monat eigentlich. Und wenn ich das an dem andocke, was du mich früher gefragt hast, wenn ich meinen Zyklus richtig gut verstanden habe, dann sehe ich in diesem Muster, dass ich eigentlich als Frau Monat für Monat loslassen muss. Ich muss Monat für Monat meine Schleimhaut loslassen, weil das Ei nicht befruchtet wird. Ich muss das richtig körperlich machen. Das ist manchmal mit Krämpfen verbunden. Das ist manchmal mit Unwohlsein verbunden. Und kurz bevor ich loslasse, bin ich in einem Zustand, wo ich die Vorstellung von mir selbst so ein bisschen loslasse, weil kurz vor der Periode fühlt sich eine Frau meistens jetzt nicht so on top. Das heißt, ich lasse diese Vorstellung, dass ich mich gut fühle, schon einmal los, Monat für Monat. Dann lasse ich tatsächlich Materie los, Monat für Monat. Und je mehr wir dagegen ankämpfen, dass wir in diesen ein bisschen für uns unmöglichen Zustand kommen, umso anstrengender ist das. Das heißt, wenn wir den jungen Mädchen, die anfangen zu menstruieren, den Zyklus auch auf dieser Ebene erklären und aber auch draußen eine Gesellschaft kreieren, die diesen Raum möglich macht, dass du dich als Frau wirklich dann
auch tatsächlich loslässt von deiner Arbeit, von deinem Alltag, in dem du eingespannt bist, dann könnten wir natürlich diesen Muskel noch einmal viel tiefer verkörpern. Und letztendlich sehe ich, dass dann in der Reproduktionsphase, in den Schwangerschaften und Geburten, die Frau noch einmal richtige Challenge wird an diesem Thema. Also man entgeht, wenn man Kinder kriegt, diesem Thema nicht im Laufe des Lebens. Und dass eigentlich wir das ganze Leben von dem an, wo wir dann anfangen zu menstruieren, als Human Being, als Frau vorbereitet werden darauf, dass wir den Körper einmal verlassen. Und ich glaube, dass es unglaublich schön sein kann, wenn man das bewusst erlebt. Wenn man den Tod bewusst erlebt und das ein bewusste letzten Stunden, Atemzüge oder was auch immer sind, wenn wir den Körper loslassen. Ich glaube, dass das unglaublich schön ist für die Seele. So stelle ich mir das vor. Das ist mein Konzept und meine Vorstellung, wie ich mir das vorstelle. Und dieser Konzept deckt sich mit unglaublich vielen Philosophien, die so auf der Welt eigentlich gelehrt waren. Und das habe ich in mir gespürt, schon als Kind, wo ich darüber noch nichts Bescheid gewusst habe ich das ganz tief in mir gespürt, dass es so ist, dass das meine Wahrheit ist. Und wenn ich angefangen habe, mit meinen Eltern darüber zu reden, weil ich habe es nie, also für mich war es ganz schwierig zu verstehen, wenn meine Eltern mir gesagt haben, das Konzept ist, wenn wir sterben, dann sind wir tot. Ende. Und das habe ich nie so gefühlt. Und ich weiß, ich kann mich noch so, wenn wir jetzt drüber reden, ich habe immer wieder versucht, mit meinen Eltern drüber zu reden, weil mich das interessiert hat. Ich bin am Hintersitz von unserem Auto gesessen, in diesem Opel. Opel Kadett war das Auto, glaube ich, so hat es geheißen. Und ich habe immer wieder nach vorne gefragt, ich gesagt, glaubt ihr das wirklich? Und sie, ja, so ist das. Und ich bin hinten gesessen und habe das Gefühl gehabt, na, das ist absolut nicht mit dem allein, was ich in mir spüre. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, habe ich eigentlich eine Verbindung zu was Großem gespürt, wo ich gewusst habe, nein, für mich ist das einfach anders. Auch wenn sie mir sagen, das ist nicht so, ich spüre es noch immer, dass es so ist. Voll schön, dass du dabei bleibst, Ja. bei deinem Gefühl. Ich habe jetzt ganz viele Dinge, an die ich anschließen möchte. Okay. Ich hoffe, ich verliere den Faden nicht. Ja, passt. Weißt du die Aufgabe deiner Seele? Ja, die Aufgabe meiner Seele ist, Liebe zu verbreiten. Ich glaube, das gelingt dir sehr, sehr gut. Richtig, richtig schön. Das spüre ich ganz tief. Und in allen Räumen, die ich öffnen darf, ist es das, was ich spüre. Wobei ich ganz klar auch Liebe definieren möchte für mich. Liebe zu verbreiten heißt nicht immer, ist für mich nicht immer. Liebe zu verbreiten heißt für mich, das Höchste in Menschen zu sehen und als Reflektorin, wenn ich in einem Raum bin oder mit Menschen zusammen bin, was wir ganz, ganz, ganz gut können, ist, den Menschen ganz schnell zu scannen, also und sofort wissen, was ist deine höchste Möglichkeit. Und ich persönlich sehe deine höchste Möglichkeit zum Beispiel viel höher, als du sie selbst in dir wahrnimmst. Und Liebe ist dann für mich, und das erlebst du auch mit mir, deswegen sage ich dir das auch so direkt, ich weiß, was du erreichen kannst. Ich weiß, wie groß du bist. Und die Liebe ist in dem Sinne, dich zu fordern, an dein höchstes Potenzial zu gehen. Das verstehe ich unter Liebe. Und daran zu glauben, dass der Mensch das kann. Ob das jetzt meine Kinder sind, ob das Menschen sind, die um mich, und das kann triggern. Das kann super triggern. Ja, absolut. Aber das ist für mich tiefste Liebe. Zu sehen und daran zu glauben, an den Menschen zu glauben und sehen, hey, da ist viel, das ist wirklich groß, was da möglich ist und was die Aufgabe der Seele ist. Seit wann ist dir das so bewusst? Ich habe gedacht, dass jeder
dass jeder, der durch die Welt geht, sie so wahrnimmt und so empfindet. Ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe gedacht, das ist einfach so. So sind wir als Mensch. Und ich glaube, warum ich tatsächlich und für mich war total wichtig, dass ich das, was ich spüre, mit meiner Umwelt teilen kann. Und dass ich so sein darf, wenn ich dieses Konzept in mir so habe. Und meine Eltern haben es nicht verstanden. Die waren zudem auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als dass sie da überhaupt Fokus gehabt. Aber sie haben es nicht verstanden. Ich habe niemanden in meinen Jahren noch, als ich in Jugoslawien und Slowenien gelebt habe, habe ich niemanden gehabt, mit dem ich das teilen konnte, der das so gesehen hätte. Und ich glaube, deswegen bin ich auch in die Kirche gegangen, was zu dem Zeitpunkt bei uns so ein bisschen inkognito war, weil im kommunistischen System das nicht so einfach war. Weil ich dort eine Kraft gespürt habe oder eine Verbindung, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich darf so glauben und ich darf so spüren, ich darf so glauben. Das ist ein Raum, in dem das sein darf, weil da glaubt man ja nach so vieles, ja, an Gott und ein Konzept Gott und so, ja, das ist viel mehr möglich, als es in anderen Räumen der Fall war, zu Hause oder in der Schule oder in meinem Freundeskreis. Und ich habe mich ich glaube, ich habe mich eigentlich immer als Außenseiterin gefühlt. Wahrscheinlich auch dadurch. Erstens bin ich ein totaler Nerd und lerne super gern. Und ich liebe es, Sachen zu verstehen. Kann manchmal super nerven, wenn die anderen nicht so drauf sind. Und das war, vor kurzem haben wir, ich glaube, wie viele Jahre? Ich glaube, es waren 35 Jahre schon, ist einfach insane. Es waren 35 Jahre so quasi, nicht Matura, sondern in Slowenien gehen wir alle in die gleiche Schule. Damals waren es 9 Jahre oder 8, jetzt sind es 9, glaube ich. 8 letka, 9 letka. Ich glaube, 9 Jahre. Gehen alle, bis 15 circa, gehen alle in die gleiche Schule quasi. Und ich war super gern in der Schule und ich habe sehr leicht gelernt. Mir ist das nie schwer gefallen. Aber auf jeden Fall, als wir bei diesem Treffen waren, und dann standen wir noch dann draußen. Es waren echt viele, die gekommen sind. Und das freut mich immer zu sehen, wo die Leute gelandet sind. Okay, total. Und dann saßen wir draußen oder wir standen noch beim Verabschieden und dann reden wir noch so mal durch. Und dann haben die mit mir geteilt und das war mir da gar so nicht bewusst. Dann haben die geteilt, und kannst du dich erinnern, Sala? Und dann hat es geheißen, und dann gibt es ein Fünfer. 5 ist die höchste Note in Slowenien. Oder 2. Und wer hat es gekriegt? Sala. Und sie hat immer alles gewusst. Und sie hat immer die besten Noten gehabt. Und es war echt schon so öd. Für mich war das normal. Ich habe mich gar nicht angestrengt. Das war einfach so. Und da habe ich noch einmal und sie haben sich immer, wie macht die das? Also sie haben ehrlich mit mir geteilt, wie sie das genervt hat und wie viel Neid sie empfunden haben, dass es so ist. Und sie müssen sich den Arsch aufreißen, damit sie ihre Noten zusammenkriegen. Und ich habe es einfach gemacht und habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, ja, das kann schon echt nerven, wenn man so nerdisch ist, okay? Und ich glaube auch deswegen das hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich so vielleicht ein bisschen abseits war. Aber vor allem auch, weil ich gewusst habe, da gibt's sie interessieren andere Sachen. Das ist nicht, und meine Entscheidung, dass ich über dieses Konzept, was ich in mir so spüre, reden kann und sein kann damit, dass ich mich nicht verstellen muss, war dann eigentlich mit meinem Ex-Partner. Wir haben den gleichen Weg nach Hause gehabt. Wir waren irgendwie plötzlich in der gleichen Freundschaftsgruppe. Und immer, wenn wir nach Hause gegangen sind, weil wir in der gleichen Richtung gewohnt haben, konnte ich das alles mit ihm teilen.
was in mir ist. Und ich glaube, dass dieses Sein dürfen mit dem, was ich glaube, sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich mich committed habe. Aber andererseits hat es auch nicht viele Menschen gegeben, mit denen ich drüber reden konnte. Mhm. Also Wo du sein durftest. wo ich sein durfte, Okay. genau. Es hat sich dann sehr verändert. Zum Schluss hat ihn dann unglaublich getriggert, so wie ich war. Und das wahrscheinlich genau das der Grund war, warum wir nicht mehr zusammen sind. Aber am Anfang war das definitiv so. War mir das viel wichtiger, dass ich einfach Sachen erzählen kann und teilen kann und dass ich deswegen nicht als komisch angesehen werde. Okay. Und das einfach aussprechen kann. Genau. Du hast jetzt auch nochmal von Triggern gesprochen und vorher schon, wo du mir erklärt hast, dass du das Beste in einem Menschen siehst Ja, und genau. versuchst, Ach so. ihn da hinzubekommen. Mhm. Wieso glaubst du, ist es, dass manche Menschen das annehmen Mhm. und sich ein bisschen leiten lassen vielleicht oder pushen lassen und andere fühlen sich getriggert Mhm. oder eher angegriffen, so ein bisschen? Ja, weil man halt beides dann spiegelt. Man spiegelt beides. Man spiegelt, zum Beispiel, wenn du mir gegenüber bist, dann spiegel ich dir einerseits dein höchstes Potenzial Mhm. und das kann antörnend sein für dich und das könntest du sexy finden, unter Anführungszeichen, und ja, wow. Mhm. Und das, weißt du, da sieht mich jemand, ja, und da sieht jemand, ich kann mehr oder da, ich bin größer Ja. oder das fühlt sich gut an. Aber der Weg dorthin ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil man sich mit den Sachen auseinandersetzen muss, die dir da im Weg stehen. Mhm. Und was uns Menschen da im Weg steht, ist das eigene Ego, von dem, was wir glauben, was wir sind und von dem Konzept, den wir über uns selbst entwickelt haben. Und hinzuschauen, was hindert mich daran, dass ich in mein höchstes Potenzial komme, ist nicht lustig. Und das ist für die Menschen nicht bequem. Das heißt, das ist dann das, wo man entscheidet, ob die Seele dann entscheidet, will ich das oder finde ich es einfach geschissen. Und wenn man das blöd findet, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, was habe ich eigentlich, wer bin ich eigentlich letztendlich, wo komme ich her, was macht mich aus und was gibt es an unbewussten Anteilen in mir, die mich daran hindern, in mein höchstes Potenzial kommen. Ich glaube, je mehr Ego wir abbauen, umso größer können wir werden, umso höher können wir ein Wissen erlangen über alles. Und das ist manchmal echt unangenehm. Und deswegen entscheiden sich manche Menschen nicht dafür, das zu machen. Wir Frauen werden naturgemäß dazu gezwungen, durch unseren Zyklus, durch unser Leben, so wie wir uns hormonell verändern. Wir sind unglaublich wir fluktuieren sehr hormonell und uns zerlegt es immer wieder. Also unser Ego wird regelmäßig abgebaut, Monat für Monat, wenn es uns zerschmettert vor der Periode. Also eine Frau hat einen Abbau vom Ego ein Leben lang eigentlich. Und wenn man Kinder kriegt, dann hast du noch einmal Abbau vom Ego, weil, weil dieser Bizeps definitiv kleiner wird, wenn man Kinder hat. Definitiv. So bewusst und so offen, wie wir heute Elternschaft leben dürfen, auf diesem Fleck der Erde, wo wir sind. Also du denkst, wenn man sich eher getriggert fühlt, Mhm. steht das Ego so groß im Weg. Bewusst oder unbewusst? Na, unbewusst. Ja. Zuallermeist unbewusst. Oder also getriggert. Oder ja, dass man den eigenen Schweinehund. Also wenn mich etwas im Außen triggert, dann triggert es etwas in mir, was ich nicht lebe. Mhm. Ja? Und ich kann den Leuten super auf den Arsch gehen, weil ich meistens die Schmetterlinge, die ich fange, einfach versuche zu realisieren. Also ich bin ja unmöglich manchmal. Du brauchst mir nur irgendwas in meinen Druck reinschmeißen und wow, eine Idee, wow, super, machen wir was draus, ja. Und ich mache das dann einfach, zuallermeist, weil ich einfach so bin. Und das kann andere schon echt fertig machen, weil sie denken immer, sorry, ist öd,
Ja. Und ich sitze da am Sofa und denke mal, wie schön ist es, am Sofa zu liegen. Und das hat auch Berechtigung und ist auch in Ordnung. Aber ich möchte so sein, wie ich bin und ich lasse auch die Leute in Ruhe, die da am Sofa sitzen. Oder wurscht, sich für was anderes entscheiden. Wenn jemand aber, so wie du jetzt in dem Fall, zu mir kommst, weil du was lernen willst von mir. Du kommst ja nicht deswegen, weil du kommst aus einem bestimmten Grund. Du kommst, weil du was lernen möchtest. Frauen kommen zu mir, weil sie begleitet werden wollen. Weil wenn sie keine Begleitung wollen, dann kommen sie gar nicht. Und je nachdem, welche Energie man ausstrahlt, zieht man Menschen an. Die das unmöglich finden, dass sie was verändern können sollen in ihrem Leben. Die Frau wird mich doch nie buchen und dafür bezahlen. Ja. Die kommt gar nicht zu mir. Die denkt sich, das ist mal unsympathisch. Das matcht sich gar nicht. Das heißt, die kommen, committen sie, bevor es ihnen überhaupt bewusst ist, dass sie sich wünschen, dass ich ihnen den Raum dafür halte, dass sie in ihre höchste Möglichkeit kommen. Und Schwangerschaft und Geburt sind super Möglichkeiten im Leben einer Frau. Und ich glaube und traue mir das einfach also ich traue mir sagen, dass die letzten Jahre es mir noch einmal bewusster geworden ist, dass die Frauen, die zu mir kommen, deswegen kommen, weil sie wissen, dass ich ihnen den Raum für sie halten kann. Dass sie daneben noch schwanger sind und ein Kind kriegen werden, ist eine Geschichte, aber absolut nicht die Hauptgeschichte, sondern sie merken, hey, da ist jemand, die sieht mich, die fordert mich ein bisschen heraus. Ich sehe, dass durch ihre Spiegelung echt viel Veränderung passieren kann in mir. Und dass ich zu einer Frau werden kann, wo ich vielleicht ganz alleine nicht so schnell hinkommen würde. Das ist, glaube ich, der größte Grund, warum die Frauen zu mir kommen und mich buchen. Und das ist auch der Grund, warum du zu mir Praktikum machen kommst, weil du es lernen willst. Wenn du dazu kommst, dass du eine Bestätigung von Stunden haben magst, dann tust du dir nicht die Puschnik an. Und wenn Studentinnen, weil ich früher viel mehr in der FH war und die Studentinnen haben mich gekannt, weil sie intensiv Zeit mit mir verbracht haben. Und ich habe sie auch gefordert, aus Liebe, weil es mir wichtig war und nach wie vor ist, dass man als Hebamme gut ausgebildet ist und gesettelt ist im Wissen und dass man das gut verkörpert, weil der Beruf an sich einfach so unglaublich stressig ist. Und wenn man das nicht gut verkörpert, ist es nicht lustig, in dem Beruf zu arbeiten. Man brennt einfach viel zu schnell aus Unsicherheiten heraus, aus diesem Stress, der entsteht, wenn man das Wissen nicht verkörpert. Und ich habe immer einen Plan in mir gehabt und ich habe gewusst, wo will ich sie im 3. Jahr haben. Was will ich, dass die, wenn sie fertig sind, verkörpern? Und das war für sie nicht immer lustig. Das heißt, oder angenehm, weil das schon mit Arbeit verbunden war. Und wenn sich dann Studentinnen, die mich so intensiv erlebt haben, aus der Gruppe bei mir beworben haben oder bei mir Praktikum gemacht haben, hat dann sehr oft der Rest der Gruppe gesagt, was, bist du dir sicher? Bei der willst du das Praktikum machen? Bist du dir sicher? Und dann haben die alle gesagt, die haben alle überlebt, aber sie haben unglaublich viel gelernt und es war gar nicht so schlimm. Und jetzt bin ich schon es war gar nicht so schlimm. Du kommst freiwillig das 2. Mal her. Genau, ich glaube, ich ziehe bestimmte Art Menschen an und das ist grundsätzlich auf diesem Planeten so, dass wir das anziehen. Also, das sind 2 Sachen, was wir anziehen. Die Menschen, die zusammenkommen sollen und wo man sieht, okay, ich kann da profitieren davon. Oder wie wir Menschen noch matchen ist, dass wir die gleichen Chorwunden in uns tragen, dass wir die gleichen Verletzungen in uns tragen und dass uns vertraut ist. Und deswegen retten wir uns sehr oft gegenseitig,
als Human Beings und wissen gar nicht, was wir da tun eigentlich, weil wir darin nicht unterrichtet werden, weil das nicht etwas ist, was uns im Leben beigebracht wird. Und heute wissen wir so viel darüber. Deswegen glaube ich, ist es den jüngeren Generationen sehr gut möglich, anders Leben zu kreieren und andere Entscheidungen zu treffen, weil ein höheres Bewusstsein darüber vorhanden ist, was uns als Human Being ausmacht. Und ich kann bewusster damit dann umgehen, wenn ich das weiß. Und das macht das Leben so richtig spannend, weil man sich dann immer reflektieren kann und sieht, wo stehe ich. Ja. Und das macht es. Das heißt nicht, dass es immer lustig ist. Eine Beziehung wird immer auf und ab sein, egal welcher Art und Weise sie ist. Aber genau das ist es ja, dass es spannend macht, dass es lebendig macht und dass es uns selbst in eine höhere Möglichkeit eigentlich verhilft. Was wünschst du dir für die neue Generation der Hebammen? Für die neue Generation der Hebammen wünsche ich mir, dass sie das Wissen gut verkörpern. Das wünsche ich mir so zutiefst, dass sie sich committen, dass sie das Wissen verkörpern und dass sie sich committen. Was mir ein bisschen abgeht, ist Commitment. Und vielleicht manchmal nicht wollen, sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Und das finde ich aber wichtig, vor allem in unserem Beruf, weil in unserem Beruf sogar sehr, weil wir halten Räume für Frauen, die aus Komfortzone rausgeworfen werden, unter der Geburt, in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Also das ist einfach ein Rauswurf aus Bequemlichkeit und ein Rauswurf aus deiner Komfortzone. Und das zu halten heutzutage, wo einerseits ein bisschen weniger Intuition da ist, so wie wir die Welt draußen kreieren. Einerseits wird es mehr, dass die Frauen mehr Bewusstsein darüber haben, aber wir sind schon sehr disconnected von unserer ursprünglichen Intuition eigentlich. Und dass du diesen Raum halten kannst, musst du bereit sein, dich selbst immer wieder aus der Komfortzone rauszubewegen, weil sonst verstehst du nicht, was die da durchmacht. Und dann kannst du den Raum nicht gut halten. Und wenn man als Hebamme den Raum nicht gut halten kann, dann haben wir eine übermedikalisierte Geburtshilfe, weil wir es nicht mehr lösen können, weil wir es nicht aushalten. Sein Diskurs, den ich total spannend finde, der in unseren breiten, also Berufsgruppen noch so gar nicht so diskutiert wird. Aber wenn wir verstehen, wie wir als Human Beings funktionieren, wenn wir Trauma verstehen und wenn wir verstehen lernen, was Raumhalten wirklich heißt, dann muss man das üben. Dann ist es ein Muskel, den man üben muss. Immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Und das fehlt ein bisschen. Da merke ich, ist der Fokus bei den Studierenden immer mehr und beschäftigt auch meine Kolleginnen, die dort lehren, auch immer mehr. Was sind meine Rechte? Und es ist alles gut. Was sind meine Rechte? Wann ist zu viel? Wo committe ich mich? Was ist das Minimum, was ich geben muss? Wie viel Anwesenheit muss ich? Und sonst stehe ich auf und gehe einfach, weil ich habe meine 80% erreicht. Solche Sachen. Ja? Und es sind sehr viele Kleinigkeiten, die auf das hindeuten, dass ich mich aus meiner Komfortzone nicht bewegen mag und dass ich eher schaue, wie kann ich noch mehr Komfortzone erschaffen. Was gut ist, weil ich will nicht, dass jemand missbraucht ist, dass jemand schlecht behandelt wird, aber man verliert vollkommen den Muskel dafür. Und dann ist meiner Meinung nach Resultat in unserem Beruf, dass die Frauen nicht gut gehalten werden. Und das ist fatal, weil das ist dann so ein vicious circle, den man nicht einfach so einfach unterbrechen kann. Und dieses Bewusstsein, deswegen würde ich mir fast wünschen, dass ich im ersten Semester recht wirklich eine klare Ansage machen könnte. Zu sagen, hey, es ist echt groß, was ihr vorhabt. Und ihr müsst euch committen dazu und es wird euch
unglaublich oft aus der Komfortzone rausschmeißen. Und das ist wichtig. Das ist super wichtig. Und es ist sehr gut, dass wir über unsere Rechte Bescheid wissen. Und dass wir uns nicht im Missbrauchsfeld befinden. Und andersrum müssen wir uns committen. Weil es mehr ist, als ein Studium zu machen. Hebammenberuf auszuüben, ist mehr als Obst und Gemüse zu verkaufen. Hebammenberuf auszuüben, Hebamme zu sein, bedeutet, ob uns das bewusst ist oder nicht, nachhaltig, so richtig nachhaltig und für immer ein Leben einer Frau und einer Partnerin, eines Partners zu beeinflussen. Für immer. Und das ist eine große Aufgabe. Und das ist eine große Verantwortung. Und diese Verantwortung zu haben und zu verkacken, finde ich nicht schön. Und da Wurstigkeit hineinzubringen, finde ich nicht schön. Dazu ist es viel zu groß. Und wir sind so nah an Core-Ereignissen im Leben einer Frau, eines Mannes oder egal, wie sich die Person identifiziert, in diesem Prozess, in der Reproduktionsphase. Ja, absolut. Hast du das Gefühl, es geht Hebammenwissen verloren oder wird gar nicht gelehrt, weil es nicht in Büchern steht? Aber du hast das Gefühl, du hättest dort Dinge, die du gern teilen möchtest, die jede Hebamme irgendwie wissen sollte. Oder vielleicht war das mal da und ist jetzt über die Jahrzehnte verloren gegangen an Wissen. Aber du führst es vielleicht aus. Also es geht definitiv geburtshilfliches Wissen verloren durch die Entwicklung, der wir unterworfen sind. Durch die technische Entwicklung. Die Geburt ist noch immer zum Teil mystisch und zum Teil ist sie hochphysikalisch. Und noch immer haben wir nicht ein Instrument entwickelt, das vollkommene Kontrolle über alles hat, weil so viele Faktoren mitspielen, dass es gelingt. Weil es die Struktur der Frau ist, weil es der Geist der Frau ist, weil es die Struktur des Kindes ist, Eigenleben des Kindes ist und weil wir auch wissen, dass die äußeren Umstände auf all das einen Einfluss haben. Und dass es nicht nur technischer Natur ist. Und nachdem das eben alles so sensitiv und so viel ist, ist es schwierig, das zu kontrollieren. Und wir als Menschen in der Entwicklung allgemein haben versucht, unser Leben einfacher zu machen und haben unterschiedlichste Geräte entwickelt, die uns das Leben erleichtern. Also unsere technische Welt, in der wir leben, verändert sich rasant. So rasant, dass wir eine Intelligenz entwickelt haben mittlerweile, die viel schneller ist als wir. Und das, was wir entwickeln, hat mittlerweile ein Eigenleben und unsere Seele kommt da gar nicht mehr mit, weil wir so schnell nicht funktionieren. Und je mehr wir Fokus auf diese Sachen legen, die wir da entwickeln, verlieren wir manchmal unsere Intuition, weil wir uns im Außen verlassen, auf das, was wir im Außen kreiert haben, verlassen, Maschinen in dem Fall jetzt, und weil wir dadurch mehr Fokus auf Beobachtungen von Maschinen legen als des Menschen. Und das finde ich krass. Und das ist in der Geburtshilfe fatal. Weil wenn du nicht gut beobachtest, und das Geniale ist, wenn man schon in der Schwangerschaft beobachtet, also wenn man das Glück hat, das System draußen ist einfach so nicht aufgebaut, dass du als Hebamme, wenn du in Institutionen arbeitest, die Frau in der Schwangerschaft beobachten kannst, unter der Geburt und im Wochenbett. Warum? Deswegen liebe ich so, wie ich mich entschieden habe, auch wenn der Preis sehr hoch ist. Diesen Beobachtungszeitraum, wo ich mit meinen Sinnen
Maschine, mein Körper, eine andere beobachten kann, ist der Körper der Frau und des Kindes. Und nicht nur von diesen zwei Körpern, sondern auch, wie sie familiär, gesellschaftlich eingebettet sind, weil das alles einen Einfluss hat auf diesen Prozess. Und je mehr ich das beobachte, umso besser sind diese Sinne in mir geschult. Wo steht sie? Wie geht es dem Kind? Wie geht es der Frau? Also Intuition ist eine Evidenz, die sich aus Beobachtung und Erfahrung zusammensetzt. Wir sind heute so, dass alles evidenzbasiert sein muss. Und ich habe unglaublich viel Evidenzen studiert. Du hast unglaublich viel Evidenzen studiert. Und die Erfahrung ist aber ganz klar, dass wir die Evidenz beobachten und als Evidenzaussage treffen können. Wir legen Fokus irgendwo hin. Und indem wir Fokus wohin legen, verlieren wir auch Fokus. Wir haben eine Aussage, die wir dann beobachten und als Evidenz haben. Das kann, also durch evidenzbasiertes Beobachten geht einiges verloren. Wir befinden uns aber so ein bisschen in dieser Illusion, dass es nicht verloren geht, was nicht stimmt. Und dann werten wir vielleicht eine Evidenz der Intuition ein bisschen ab und sagen, dass nur noch die durch Studien passiert, also richtig ist. Und wenn wir die Evidenz der eigenen Intuition aufgeben, dann können wir die Menschen einfach nicht mehr gut lesen. Und dann legen wir auch nicht mehr die Hand an. Dann sind wir nicht mehr manuell. Dann greifen wir die Körper nicht an. Dann so oft kommen die Frauen zu mir in die Vorsorge und du siehst sie, die sagen, niemand greift mehr auf den Bauch. Es wird mit Maschinen auf mir herumgetan, aber niemand greift mich an. Es hat niemand meinen Bauch angegriffen. Und erstens brauchen wir Menschen das. Wir brauchen Berührung. Und diese Berührung, die Sinne, also es werden Sinne aktiviert in mir, die mir sehr viel Aussage geben darüber, was ist warm, was ist kalt, was ist weich, was ist straff, was ist angeschwollen. Und das sind Strukturen, die wir beobachten. Und das kann keine Maschine. Wir haben keine Maschine, die das beobachtet. Die Maschine sind wir. Und weil wir das nicht mehr üben oder sehr viel nicht mehr üben, weil wir die Geburtshilfe instrumentalisiert und unglaublich medikalisiert haben, geht sehr viel Wissen verloren. Und sehr viel Rückschlüsse gehen verloren über das Wissen. Und manchmal sind wir in der Fachwelt gar nicht mehr gut mehr in der Lage, das alles miteinander zu kombinieren. In den alten Büchern mussten sie viel mehr beobachten und das verschriftlichen, weil sie keine Messeinheiten hatten, an denen sie Sachen messen konnten. Das heißt, sie mussten sich viel mehr Zeit nehmen, viel länger beobachten, damit sie eine Aussage treffen konnten, weil es nicht messbar war. Und heute glauben wir, nur weil es eine Maschine etwas messen kann, können wir diese Beobachtungsphase überspringen. Das geht nicht. Ja. Weil wir Menschen so schnell nicht funktionieren. Wir sind im Core noch immer die in der Höhle gelebt haben, more or less. Unsere Grundinstinkte sind noch immer die. Und aus dem müssen wir immer ausgehen. Und wir brauchen Zeit, wir brauchen Raum, damit unsere Sinne die Welt und unser Gegenüber erfahren können. Und das üben wir in der Ausbildung und in der Praxis viel zu wenig. Ja. Deswegen bin ich immer sehr dahinter, dass man Hände anlegt. Ich persönlich lege die Hände immer an und ich höre immer zuerst mit dem Hörrohr, manchmal sogar nur mit dem Ohr, bevor ich das Dopton hernehme, weil ich weiß, dass nur so meine Sinne, weil dass dieser Bizeps der Sinne einfach trainiert wird. Und sonst verlieren wir das. Und das bringt mich dazu, dass ich ganz andere Aussagen treffen kann, als wenn ich das nicht mache. Und dadurch, dass die Sektiorate, also Kaiserschnittrate, die letzten Jahrzehnte so gestiegen ist und
Und ich traue mich sagen, jede Gynäkologin, Gynäkologe richtig gut darin, einen Kaiserschnitt zu machen. Also das haben wir gut trainiert, die letzten Jahrzehnte, super gut trainiert. Also wenn die Frauen dann sagen, ich gehe, keine Ahnung, nach Salzburg, nach Linz, nach Graz, nach Wien, weil dort mein Gynäkologe ist, der da einen Kaiserschnitt machen wird, dann denke ich mal, das kann jeder, der das studiert hat. Ja. Okay? Da lernt man die Abläufe, kann man kontrollieren, da kommt die Einheit, der Eigenheit des Körpers, der vor mir liegt, spielt noch eine Rolle, aber letztendlich ist es sehr einfach. Aber eine Spontangeburt, wo so viel Unberechenbarkeiten dazukommen zum Teil auch und wo du Zeit brauchst und beobachten musst und dieser Muskel aber nicht mehr da ist, was du beobachtest eigentlich und wie du das kombinierst, da haben wir sehr viel Wissen verschenkt, sehr viel Wissen aufgegeben einfach. Wo ich finde, dass Hebammenstudentinnen das noch viel mehr lernen, dass da viel mehr gelehrt wird darüber, als es ist, wenn du Medizin studierst und dann im Fach Geburtshilfe und Gynäkologie deine Karriere startest. Finde ich schade. Ja, total. Ist dann für die während deiner Hausgeburt die Beobachtung das Wichtigste? Ja. Ja? Ja. Okay. Manchmal sitze ich nur da und beobachte. Ja. Weißt du, manchmal würde man sagen, manchmal könnte man sagen, die sitzt eigentlich nur da und schaut mir zu. Beobachtung ist ganz wichtig und Raum halten und daran glauben, dass die Frau das kann und ihr das zutrauen. Auch wenn sie sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will einen Kaiserschnitt, ich werde sterben, ich weiß nicht. Frauen sagen viele Sachen unter der Geburt. Dass auch da bei dir bleibst und weißt, nein, du kannst das. Ja. Und es ist physiologisch. Und sie darf das alles auf den Tisch legen. Sie darf das alles äußern, weil das echt sehr außergewöhnlich ist, was sie gerade erlebt. Aber ich glaube, ich weiß, was für eine Kraft in ihr drinnen ist. Und ich weiß, wie groß sie ist. Also beobachten und Raum halten und in diesem Raum halten 100% daran glauben, dass sie das kann. Aber das kann ich auch viel besser, wenn ich daran glaube, dass ich das kann, dass ich halt so mache in meinem Leben. Das kann man einfach nicht trennen. Wir sind da als Menschen so ineinander verwoben und verbunden, dass ich nicht sagen kann, das, was in mir ist und das, was sich in meinem Leben abspielt, hat keinen Einfluss auf meine Kundschaft und umgekehrt. Stimmt. Wir matchen uns ja nur deswegen, weil das so verwoben ist eigentlich. Ja. Und weil wir dann gegenseitig was voneinander lernen können. Und was kann jetzt eine Frau tun, um sie gut auf die Geburt vorzubereiten, dass für sie ein positives Erlebnis ist? Wenn du jetzt sagst, als Hebamme weniger machen, Raum halten und beobachten, dann gibt es aber viele Frauen, die mit der Einstellung kommen, die Hebamme macht schon. Was soll eine Frau machen für ein positives Also ich finde mal, es ist wichtig, dass jede Frau, also das wichtigste Mantra, was eine Schwangere eigentlich verinnerlichen soll, ich mache es und ich committe mich. Du kannst auch sagen, die anderen werden es machen, dann werden es halt die anderen machen. Aber es ist sich nicht committen. Die Umwelt wird es machen, aber womöglich in einer Art und Weise, die für sie nicht beneficial ist. Ja. Und es ist irgendwie aufgeben, das ist nicht aufgeben, es ist einfach hergeben von was Großem. Hergeben von dem, dass ich mir egal bin. Das war manchmal einfach fast weh. Aber solche Frauen kommen zu mir gar nicht. Also zu mir kommt nicht eine Frau, die sagt, ich komme zu dir, du wirst das schon machen. Und wenn sie kommen, dann sage ich, nice try. Ich werde gar nichts machen. Ich bin da für dich und ich halte den Raum dafür und gebe dir Anstoße. Ich bin immer für dich da. Aber machen tust es du und nicht ich. Ich bin für dich da. Und das ist dein Weg. Und mir ist es wichtig, dass du deinen Weg gehst.
und ich kann dich supporten und dir immer wieder Inputs von außen geben, wie du besser die Kurven fährst, auf denen du gerade unterwegs bist. Und das heißt, dass die Frau jeden Tag überlegt, was sie in ihren Mund gibt, was sie für ihr Essen isst, mit welchen Menschen sie sich umgibt, mit was für Sachen sie sich umgibt, wie viel Bewegung sie macht. Das hat alles einen Einfluss auf die Geburt. Das ist nicht egal. Und das ist total wichtig zu verstehen. Eine gute Geburt in meiner Welt, in meiner Hinsicht, ist jetzt nicht eine Hausgeburt auf dem rosaroten Sofa. So ist das nicht. Auch wenn ich Hausgeburtshebamme bin, gehe ich nicht davon aus, dass jede Frau zu Hause entbinden soll, kann, muss, absolut nicht. Aber je mehr sich die Frau committet und selbst sich als Hauptdarstellerin in ihr Film stellt, umso besser wird sie in ihrer Kraft bleiben und alles, was ihr passieren wird, integrieren können. Und es kann sein, dass dir ganz unverhofft eine wunderschöne Spontangeburt passiert und du diese transformierende Erfahrung für dich gar nicht erlebt hast, weil das an dir irgendwie vorübergegangen ist. Und die Frau kann jeden Tag sich dafür entscheiden, dass es ihre Schwangerschaft ist, dass es ihre Geburt ist und dass sie sich darum kümmert, dass sie wertvolle Sachen isst, dass sie sich bewegt, dass sie auf alles achtet, was in ihrem Leben passiert. Ja. Das hat einen Einfluss drauf. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dann kann es trotzdem passieren, weil das Kind auch noch eine Rolle spielt, dass das Kind nicht ins Becken geht oder der Muttermund nicht aufgeht und wurscht, wie wir sie gedreht haben, wie ein Hündchen am Spieß. Und das funktioniert noch immer nicht. Und dass sie dann einen Kaiserschnitt hat. Aber wenn sie diese Verantwortung übernimmt, dann auch für sich und bei sich bleibt, dann wird sie das nachhaltig definitiv für sich anders erleben, als wenn sie aufgibt und das den anderen in die Hand gibt. Und das ist schön, weil du kannst von jeder Situation, von jeder Geburt, die du erlebt hast, was lernen und was für dich herausnehmen, was dich in deinem Leben nachhaltig prägen wird und verändern wird. Ja. Voll schön, wie wir jetzt über die Schwangerschaft zur Geburt kommen sind. Ohne meinen roten Faden der Notizen. Jetzt stellen wir uns vor, das Baby ist geboren und wir landen im Wochenbett. Was wünschst du dir für jede Frau im Wochenbett? Also im Hinblick auf, viele Frauen erleben das Gleiche und glauben, sie sind die Einzigen. Im Wochenbett wünsche ich mir für Frauen heutzutage, dass es ihnen möglich ist, dass ihre Partnerinnen bei ihnen sind. Dass sie das mit ihrem Partner, Partnerin gemeinsam erleben dürfen. Dass sie Raum dafür kreieren können und dass sie da tief in ein Universum eintauchen und in ein State of Being, was ganz, ganz, ganz besonders ist. Die ersten 2 Wochen nach der Geburt, diesem Frühwochenbett, ich finde, es ist magisch, auch wenn es manchmal unglaublich chaotisch ist und mit Schmerz manchmal verbunden ist und mit schlaflosen Nächten verbunden ist und allem. Ich finde es trotzdem magisch. Und wenn Sie das mit Ihren Partnerinnen erleben dürfen, wenn Sie Raum und Zeit haben, wenn Sie gutes Essen haben und sich eigentlich auf das einlassen, was erst beginnt. Sehr viele sind so fokussiert auf die Geburt und denken, okay, und wenn die Geburt vorbei ist, dann ist alles vorbei, aber dann fängt es erst an. Das kapieren nur die Menschen vorher nicht, weil es auch gut ist, dass man nicht alles so erfasst am Anfang, aber sonst wäre das vielleicht auch too much. Und dass sie die Möglichkeit haben, vor allem, dass Partnerinnen dabei sein können, dass die ein anderes Bewusstsein dafür erlangen können,
was es heißt, Frau zu sein, was es heißt, Kinder zu gebären, was es heißt, sich zerreißen zu lassen von einer Energie und aus diesem Zerreiß auferstehen und was es heißt, einfach ein kleines Menschlein ins Leben zu begleiten. Und Partnerinnen können es erst verkörpern und erfassen, wenn sie es angreifen können. Und das geht erst, wenn das Kind geboren ist. Und dass sie eine gute Hebamme an ihrer Seite haben, die sie sieht, die sie begleitet und für sie einfach da ist, wo 100.000 Fragen auftreten werden und Situationen, die Unsicherheit hineinbringen können. Das wünsche ich ihnen. Und dass sie sich selbstverständlich Zeit und Raum auch nehmen und in das eintauchen und nicht glauben, sie müssen sofort wieder funktionieren und im Außen sein. Weil es dann echt wie Flitterwochen sein kann. Flitterwochen mit Chaos. Flitterwochen mit Windel und Chaos, ja genau. Und weil du jetzt gesagt hast, du wünschst dir eine Hebamme, die da ist, wenn du jetzt nochmal schwanger wärst, genau jetzt mit deiner Einstellung, ja. Was würdest du dir von deiner Hebamme wünschen? Dass sie mich noch mehr zwingt, Ruhe zu geben, dass ich mich noch mehr zwingt, langsam zu sein, dass sie mich noch mehr zwingt, mir selbstverständlich mit Krone auf den Kopf diesen Raum zu nehmen. Also mich ruhig halten und genau, mich noch einmal mehr in die Langsamkeit und Ruhe zwingt. Das würde ich mir wünschen, damit ich da richtig eintauche. Und wie wickelst du Frauen, um den Finger Ruhe zu geben, wenn ihnen das nicht so liegt? To be very honest, ich wickel sie manchmal gar nicht um den Finger, ich sage ihnen das ganz klar. Okay. Ich bin manchmal richtig streng und sage, ich meine, sorry, man kann dir nicht helfen. Und ich kenne es von mir. Mir konnte man auch lange nicht helfen, okay? Weil ich gedacht habe, ich muss alles allein machen. Und ohne mich geht die Welt nicht, geht sie unter und dreht sich nicht weiter. Und nur ich kann's. Und nur ich muss. Nicht nur kann, sondern ich muss. Ja. Und also ich kenne diesen Impuls sehr, sehr gut von mir selbst. Deswegen weiß ich auch, was dieser Impuls, der aktiviert wird in einer Frau als Gegenspieler braucht. Er braucht nicht nur ein elegantes um den Finger wickeln, sondern braucht man einfach Klarheit und sagen, okay, man kann dir nicht helfen. Ja. Sorry. Und es ist, manchmal empfangen mich die Väter draußen an der Tür und sagen, Sala, ich schwöre es dir, ich mache alles, was du mir gesagt hast, weil die richtig, richtig, richtig bemüht sind. Und so große Ohren kriegen im Geburtsbereitungskurs und so ein großes Interesse daran entwickeln, über all die Prozesse, die da stattfinden und sich auch einbringen wollen. Die Generation von heute will das verkörpern. Die meisten, die wollen das sein, sie wollen verkörpern, sie wollen verkörperte Väter sein, sie wollen verkörperte Partner sein. In meiner Generation war es noch anders. Die sind mitgegangen, weil wir Frauen das wollten, damit es keinen Stress zu Hause gibt. Das war diese Wunsch nach Verkörperung war noch nicht so stark da. Heute ist dieser Wunsch da und dann haben wir die Frauen, die da nicht mitmachen. Weißt du? Also, und da muss man sagen, sorry Lady, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt darfst du es lernen und zulassen. Und das machen die Frauen dann auch. Schön. Voll schön. Ja, ist wunderschön. Wunderschön. Und zu sehen, was es heißt. Weißt du, dieses Loslassen dann im Wochenbett hat ja nicht nur individuell mit dieser Frau was zu tun. Wenn die Frau das heute schafft, dann schafft sie es nicht nur für sich selbst, sie schafft es für ihre Mutter zurück, sie schafft es für ihre Großmutter zurück, die dieses Bewusstsein, diesen Raum das war ja nicht einmal möglich, so zu denken, dass das ein selbstverständlicher Raum ist, in den die Frau da einnehmen kann. Die macht das für Generationen zurück und gleichzeitig prägt sie sofort die Generationen nach vor.
wenn sie innehält und diesen Raum zulässt und mitmacht. Wie hast du es geschafft, 20 Jahre Rufbereitschaft und 4 Kinder unter einen Hut zu bekommen? Was ist da dein Geheimnis? Gibt es da ein Geheimnis? Ähm, Ich glaube, dass es kein Geheimnis gibt. Ich glaube, dass ich habe es für mich als tiefe Wahrheit für mich gespürt, diesen Beruf so auszuüben. Und ich habe es nie in Frage gestellt. Ich habe mit der Ausbildung begonnen mit der Idee, in der Hausgeburtshilfe zu arbeiten. Ich habe ja schon 2 Kinder gehabt, habe die Hausgeburtshilfe kennengelernt und ich war da jetzt nicht so ganz blauäugig, und habe keine Ahnung davon gehabt, als ich in die Ausbildung gegangen bin. Ich habe gewusst, was ich will. Ich habe gewusst, wie will ich diesen Beruf ausüben. Und habe bewusst diese Entscheidung getroffen. Und ich habe mich das immer wieder gefragt, wie schaffe ich das eigentlich? Gar nicht aus dem heraus, Rufbereitschaft, bla bla bla, sondern weil ich so zutiefst freiheitsliebender Mensch bin. So zutiefst freiheitsliebend. Und so gerne reise ich. Und so gerne bin ich woanders auf diesem Planeten unterwegs. Und dass ich mir das ausgesucht habe, diese Arbeit so zu machen und das in Kauf genommen habe, dass das dadurch viel weniger Reisen heißt, viel mehr auf einem Fleck der Erde angenagelt zu sein und einen sehr kleinen Radius zu haben, in dem ich mich bewegen kann, das wundert mich. Und ich glaube, wenn es ein Geheimnis gibt, ist einfach, dass ich gespürt habe, dass es meine Berufung ist, das so zu machen. Und dass du per se, ich meine, heute rückblickend kann ich sagen, wenn du 4 Kinder unter deinen Flügeln hast, dann bist du per se schon so ein bisschen angenagelt auf deinem Fleck Erde und kannst nicht dann bist du eigentlich sehr fixiert in deinem Leben und auch geografisch sehr fixiert und hast diese Kapazität gar nicht, dass du jetzt großartig die Welt eroberst. Nicht technisch und nicht materiell war das möglich, als die klein waren, das zu machen. Deswegen, es war gar keine Frage, weil mein Leben hat sich da abgespielt und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der, glaube ich, sich so in einem 9-to-5-Job nicht so wohl fühlt, sondern ich habe gerne, wenn unberechenbare Sachen, ich kann daran wachsen, wenn unberechenbare Sachen passieren, wenn ich mich immer wieder aufs Neue eintunen kann. Das ist die Geburt per se. Erstens weißt du nicht, wann die Frau anrufen wird. Du musst einfach so da sein, so im Moment bleiben. Und vielleicht, und dieses mich in den Moment bringen, das ist die Art und Weise, wie ich den Beruf ausgeübt habe, eigentlich zutiefst. Es hat mich immer in den Moment gebracht. Und es hat mich flexibel gemacht. Und es hat mich reaktionsfähig gemacht. Und ich habe mich manchmal gefragt, was hat es noch gemacht? Es hat noch was gemacht, und zwar, dass ich mich verkörpert habe und geerdet wurde. Ich glaube, dass ich schon Tendenz gehabt habe, dass ich fliege, unter Anführungszeichen, und mich irgendwo auf diesem Planeten verliere und dass die Rufbereitschaft mich noch einmal die Gravitation verstärkt hat in mir und mich einmal auf den Boden gebracht hat und richtig
das Leben zu verstehen und zu studieren und zu verstehen. Und zwar sehr geerdet, das zu begreifen, tatsächlich. Und ja, das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass meine Seele gespürt hat, ich kann da was lernen. Und ich kann da Sachen üben, die ich sonst nicht üben könnte. Mhm. Voll ein interessanter Zugang, dass du dich geerdet fühlst, Mhm. obwohl du immer oder fast immer abrufbar warst. Mhm. Mega schön. Geerdet und es hat mich dazu gebracht, die Reisen nach innen zu machen. Mhm. Also diese Entdecken, was ich im Außen wollte, weil ich wollte die ganze Welt bereisen, dass ich eher gezwungen war, nach innen zu reisen. Weil ich so viel Zeit bei Geburten verbracht habe, es ist gleichzeitig ein Reisen nach innen. Innen schauen, wie reagiere ich auf das, was im Außen ist? Was kommt von mir? Was kommt von außen? Und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer mich erforscht habe dadurch. Und dafür bin ich total dankbar. Total Voll schön. dankbar. Mhm. Ich habe jetzt nur 2 abschließende Fragen. Mhm. Wir waren jetzt schon kurz bei deiner Familie. Mhm. Was war dir oder ist dir in deiner Kindererziehung immer am wichtigsten gewesen? Ich habe ähm, hab immer versucht, mein Bestes zu geben. Das, was mir zu dem Zeitpunkt möglich war. Und ich glaube, wenn man meine Kinder befragt, dann werden sie einige Sachen aufzählen, die ihnen nicht gefallen haben, ganz sicher. Also ich habe sicher ganz viele Fehler gemacht. Und je älter ich werde, je mehr Erfahrung ich habe, umso mehr weiß ich, was ich eigentlich nicht weiß und wo, ähm, wo ich definitiv nicht in meiner höchsten, also ich glaube, dass ich immer in meiner höchsten Möglichkeit war, die zu dem Zeitpunkt möglich war. Mir war wichtig, dass sie sich gesehen fühlen. Und ich habe versucht, sie so zu sehen, wie sie sind, ähm, und sie in dem zu unterstützen, was ich spüre, dass sie sind. Okay. Ich habe aber auch gesehen, dass manches, was sie sich herbeisehnen, vielleicht ihnen dann letztendlich vielleicht im Weg stehen kann. Mhm. Und war da sehr strikt manchmal, ähm, ähm, wie ich die Sachen in ihr Leben gelassen habe oder auch nicht. Mir war es wichtig, dass sie viel Zeit in der Natur verbracht haben und einfach Elemente des Planeten spüren konnten. Und mir war es wichtig, dass sie eine Mama haben, die etwas leidenschaftlich gerne macht. Dass ich ihnen Leidenschaft vermittle für etwas, was ich mache. Dass sie sehen, dass vor allem Arbeit nicht etwas ist, was man macht, damit man sich dann ein Brot kaufen kann, sondern dass das viel mehr sein kann, als nur etwas abarbeiten. Dass man leidenschaftlich gerne was machen kann. Und ich habe für mich gedacht, dass es für sie schöner ist, wenn sie mich beobachten können in meiner Leidenschaft, in dem, wo mein Herzblut hineingeht und dass ich das nicht daran gemessen habe, auch wenn ich als Mutter immer schlechtes Gewissen gehabt habe, aber sehr oft, wie viel Zeit ich mit ihnen verbracht habe. Meine Kinder haben definitiv weniger Zeit mit mir verbracht in Summe als viele andere Kinder. Und ich konnte definitiv nicht bei jeder Vorspielstunde, bei jedem Geburtstag fix dabei sein, weil das unberechenbar war, wann ich weg muss.
Und das hat sie ganz sicher auch sehr traurig gemacht. Und ich konnte auch nicht sie immer, so wie ausgemacht war, sie dort zu diesem Zeitpunkt abholen. Zudem kommt noch was dazu, dass ich grundsätzlich immer ein bisschen zu spät bin. Also der Muskel hat sich schon sehr verändert, aber das grundsätzlich eher Tendenz ist, dass ich zu spät komme. Plus diese Unberechenbarkeit von dem, wie lang dauert meine Visite und wann passiert was in meinem Leben, hat natürlich einen riesen Einfluss auf sie gehabt. Und gleichzeitig wollte ich auch, dass sie nicht von mir abhängig sind, in dem Sinne, dass sie Selbstständigkeit lernen, dass sie wissen, wie sie überleben, dass sie wissen, wie sie so basic, die man im Alltag braucht, dass man Wäsche waschen muss, dass man Wäsche aufhängen muss, dass man sie abhängen muss, dass man sie zusammenlegen muss, dass ein Essen nicht von alleine in den Kühlschrank hineingeht, dass man ein Essen nicht hineintragen muss, dass man es irgendwo kaufen muss, dass man es dann zubereiten muss, dass sie, also sie haben das eigentlich dadurch, dass ich viel nicht zu Hause war, haben sie das alles gelernt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ihnen zugutekommt, wenn sie jetzt als Menschen durchs Leben gehen. Und es war so als Exkurs, ich habe gerade vor einer Woche so einen Haufen junge Männer getroffen, Freunde von meinem Neffen in der Stadt. Und mit einem habe ich dann ein bisschen ein längeres Gespräch gehabt. Und er hat mir dann von seiner Trennung erzählt, egal, aber auf jeden Fall hat er gesagt, weißt du, das größte Problem in meiner Beziehung mit meiner Ex-Freundin war eigentlich, dass meine Mama alles für mich gemacht hat. Und dass ich keine Ahnung gehabt habe, wie man Wäsche aufhängt, wie man eine Waschmaschine einschaltet, wie man ein Essen zubereitet. Und das hat sie ein bisschen angezipft. Verständlich. Das hat sie ein bisschen angezipft, dass ich das alles nicht kann. Aber dadurch, dass das meine Mama immer für mich geregelt hat und noch immer tut, wenn ich nach Hause komme, habe ich das nicht lernen müssen. Und da kann ich definitiv sagen, meine Kinder haben das ganz viel gelernt. Also ganz früh und gut gelernt, was es heißt, auf sich selbst zu schauen. Vielleicht manchmal zu viel. Und meine älteste Tochter würde auch sicher sagen, sie ist ein bisschen angezipft, weil sie das Gefühl hat, sie hat viel zu viel auf die Kleine, also die Verantwortung übernehmen müssen für die Kleinen. Obwohl ich glaube, dass da auch zum Teil das angelegt ist in einem erstgeborenen Kind, dass man automatisch diese Verantwortung für die Geschwister hat, auch wenn man sie nicht immer hat. Also ich glaube, dass da beides zusammenspielt. Und dass die wissen, dass alles möglich ist und dass die wissen, dass ich sie auf diesem Weg zu sich selbst, zu dem, was sie erfüllt, wo ihr Talent drinnen liegt, zu 1000% unterstütze. Und dass es mir wichtig ist, dass sie Sachen machen, die sie sind, die sie verkörpern und nicht irgendwas, sondern dass sie damit rechnen können, wenn sie ihren Weg im Leben finden wollen, dass ich nicht die bin, die dann sagt, na was, das willst du werden, sondern dass ich sie darin unterstütze, weil ich ihre Talente sehe. Und das war mir wichtig und das ist mir nach wie vor wichtig, dass sie wissen, dass ich für sie da bin, egal welchen Weg sie gehen und ich ihnen zur Seite stehe und den Raum dafür halte in ihrer Entfaltung. War Streiten erlaubt? Oh ja. Untereinander mit dir? Erlaubt, ja. Ja. Es gibt Familien, wo das nicht erlaubt ist, wo man nicht streitet. Also, man ist immer einer Meinung. Also es war Streiten war erlaubt unter den Kindern, war Streiten erlaubt. Mit mir war Streiten erlaubt. Und deswegen haben sie auch mehr mit mir gestritten als mit meinem Ex-Partner, weil er Streiten nicht mag und nicht kann. Und er sich immer zurückgezogen hat. Deswegen hat das alles dann mit mir stattgefunden. Und manchmal, mitunter, habe ich mir auch gedacht, wenn uns jetzt jemand zuhört, dann sagt er, was ist bei denen los? Ja, wir haben gestritten. Ja, wir haben gut gestritten.
Mit meiner, wir haben gut gestritten. Mhm. Finde ich total wichtig. Ich bin sehr ähnlich aufgewachsen. Wir haben auch sehr, sehr viel gestritten und nach wie vor streite ich mit meiner Mama. Aber ich finde das einfach wichtig. Ich glaube, Ja, das dass man verbindet uns. Ja, dass man diese Reibung braucht, dass dieses Feuer, was da entsteht, einfach unglaublich Ja. verbindend ist. Mhm. Das glaube ich auch. Okay, und abschließende Frage. Ja. Du stellst dir jetzt vor, du hast ein unglaublich erfülltes Leben geführt. Mhm. Du hast alles umgesetzt, was du dir jetzt vorstellst und was du noch gar nicht weißt, dass du dir vorstellst und umsetzen möchtest. Okay? Okay, ja. Aber es gibt ein Problem. Und das- Alle Infos, dein ganzes Wissen ist komplett gelöscht. Es weiß keiner, was du mit der Welt geteilt hast, bis zu deinem letzten Tag, wo du lebst. Es ist einfach alles weg. Es ist so ein kompletter Systemfehler auf der Welt. Man Mhm. kann nicht mehr herausfinden, was sagt die Sala zu dem Thema, was war ihre Meinung. Und Mhm. dann kommt ich daher und gibt da jetzt einen Lernzettel und du darfst 3 Dinge aufschreiben, die du gerne für immer mit der Welt teilen möchtest. Aber nur 3. Und alles in meinem System ist gelöscht. Mhm. Habe ich dann eine Idee, was ich da überhaupt schreiben kann? Du weißt ja deine Dinge noch, Ah, okay, aber okay. wir wissen es Alles nicht mehr. Genau, okay. genau, Okay. als Mhm. Zuhörer. Sei ehrlich zu dir selbst und lüg dich selbst nicht an. Sei mutig, deinen Weg zu gehen, den du in deinem Inneren spürst. Und hör nie auf, daran zu glauben, ob du das kannst oder nicht, weil du kannst es immer. Auch in diesen Momenten, wo du glaubst, es geht nicht, kannst du es. Das weiß ich. Das würde ich draufschreiben. Voll, voll schön. Ja, Danke. danke dir. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.